Herzlich willkommen zu einem neuen Übevideo. Mein Name ist Katrin Hertel und ich möchte dir heute ein paar Tipps und Tricks zeigen, wie du dein Üben interessanter und effektiver gestalten kannst. Mit diesem Video kannst du schon arbeiten, wenn du gerade erst auf deinem Instrument begonnen hast, aber auch im fortgeschrittenen Bereich dürfte etwas für dich dabei sein. Für meinen ersten Tipp brauchst du ein paar verschiedenfarbige Buntstifte. Dieses Beispiellied, das Lied vom Anderssein, eignet sich besonders gut. Es ist allerdings auch auf alle möglichen anderen Lieder anwendbar. Dieses Lied wirkt auf den ersten Blick sehr lang, aber mit Hilfe unserer Buntstifte können wir es etwas übersichtlicher gestalten. Ich habe hier bereits einen ersten Abschnitt mit Rot markiert. Jetzt ist die Frage, wie finden wir unsere Abschnitte? In diesem Lied ist es relativ leicht, weil es mit sehr vielen Pausen durchsetzt ist. In anderen Liedern haben wir Kommata oder Punkte, die uns bei der Gliederung helfen können. Und wenn ein Lied ganz ohne Text ist, dann ist es vielleicht besser, wenn du deine Lehrerin oder deinen Lehrer um Hilfe bittest, damit du auch dort sinnvolle Abschnitte finden kannst. Male also auch du in deinem Lied den ersten Abschnitt in einer beliebigen Farbe an. Entweder du schraffierst ihn leicht, sodass man die Noten darunter weiterhin erkennen kann, oder du malst einfach ein buntes Kästchen darum herum. Schauen wir nun weiter, denn in diesem Lied gibt es unseren roten Abschnitt gleich mehrfach. Wie du siehst, habe ich in diesem Lied noch 2 weitere Abschnitte gefunden, die genau die gleichen Töne haben wie unser roter Abschnitt. Was man auch sehen kann, ist, dass nicht jeder Abschnitt immer mit dem Beginn einer Zeile anfängt und irgendwo in der Zeile endet. Es kann auch passieren, dass ein Abschnitt über mehrere Zeilen geht. Schauen wir nun nach weiteren Abschnitten. Den zweiten Abschnitt habe ich hier blau markiert. Auch dieser Abschnitt erstreckt sich über 2 verschiedene Zeilen und auch hier endet er mit einer Pause. Schauen wir mal, ob wir noch mehr von diesen blauen Abschnitten in dem Lied finden. Auf diesem Bild kannst du sehen, dass die roten und blauen Abschnitte einen großen Teil unseres Liedes ausmachen. Das heißt, wenn du diese beiden Abschnitte spielen kannst, dann bist du schon sehr weit, was das Spiel des ganzen Liedes angeht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Den nächsten Abschnitt habe ich grün markiert. Auch dieser Abschnitt endet mit einer Pause. Den grünen Abschnitt gibt es in dem Lied nur einmal. Den letzten Abschnitt in unserem Lied habe ich gelb markiert und jetzt ist unser gesamtes Lied bunt angemalt. Wie ich eben bereits gesagt habe, sind Rot und Blau die häufigsten Farben in unserem Lied und Grün und Gelb kommen jeweils nur einmal vor. Die nächste Frage ist, wie es mit unserem bunt angemalten Lied weitergehen soll. Zum Üben können wir uns jetzt eine Farbe aussuchen, mit der wir beginnen wollen. Wenn wir mit Blau anfangen wollen, dann fangen wir am Ende der ersten Reihe mit dem blauen Kästchen an und spielen bis zum Ende des blauen Kästchens in der zweiten Reihe. Wir können natürlich auch jedes andere blaue Kästchen spielen, das bleibt völlig dir überlassen, denn alle blauen Kästchen haben ja die gleichen Töne. Wenn wir uns mit dem blauen Kästchen sicher fühlen, suchen wir uns eine neue Farbe aus und üben die neue Farbe. Und so geht es immer weiter, bis wir alle Farben des Liedes gespielt haben. Bevor wir nun anfangen, die verschiedenen Farben miteinander zu kombinieren, können wir erst einmal die Übergänge üben. So fangen wir zum Beispiel mit Rot an, spielen das ganze rote Kästchen und danach den ersten Ton des blauen Kästchens. Wichtig ist hierbei natürlich, dass wir auch die Pause am Ende des roten Kästchens beachten. Das gleiche können wir natürlich auch machen, indem wir das blaue Kästchen spielen und danach den ersten Ton von Rot oder das blaue Kästchen und danach den ersten Ton von Grün, das grüne Kästchen und den ersten Ton von Gelb oder das gelbe Kästchen und den ersten Ton von Rot. Wenn wir uns auch mit diesen Übergängen nun sicher fühlen, können wir ganze Farbgruppen kombinieren. Zum Beispiel spielen wir das rote Kästchen und das blaue Kästchen hintereinander oder das blaue Kästchen und das grüne Kästchen hintereinander, so wie es mit Ende der dritten Reihe beginnt. Oder wir fangen am Ende der vierten Reihe mit dem grünen Kästchen an und spielen direkt das gelbe Kästchen hinterher. Oder natürlich, wir fangen mit dem gelben Kästchen an und spielen das rote Kästchen danach. Jetzt, wo wir das Lied zunächst in kleinen und dann größeren Abschnitten geübt haben, sollte es uns auch viel leichter fallen als vorher, diese 8 Zeilen komplett hintereinander durchzuspielen. Kommen wir nun zu meinem zweiten Übetipp. Für den zweiten Übetipp benötigst du einfach nur einen Würfel. Diesen Würfeltipp kannst du direkt mit dem ersten Tipp von mir kombinieren. Schauen wir noch einmal in das Lied vom Anderssein.
Hier können wir festlegen, dass du, wenn du eine 1 würfelst, die rote Farbe spielst, bei einer 2 die blaue, bei einer 3 die grüne und bei einer 4 die gelbe Farbe. Bei einer 5 könntest du dir dann zum Beispiel aussuchen, welche Farbe du spielst, und bei einer 6 wäre die Aufgabe, 2 Farben miteinander zu kombinieren. Wenn du ein Lied hast, was nur 3 verschiedene Teile hat, dann könntest du bei einer 1 und einer 4 den ersten Teil, bei einer 2 und einer 5 den zweiten Teil und bei einer 3 und einer 6 den dritten Teil spielen. Bei einem Lied mit 5 Teilen wäre die 6 der Joker, bei der du dir eine Farbe aussuchen kannst. Und bei einem Lied mit 6 verschiedenen Teilen kannst du jeder Zahl eine Farbe zuordnen. Dieser Trick verhindert ein wenig, dass du immer mit der ersten Farbe anfängst oder immer nur deine Lieblingsfarbe spielst. Das Tolle ist, dass du dich selber nicht festlegen musst, sondern der Würfel für dich bestimmt, was du spielst. Für den dritten und letzten Tipp in diesem Video benötigst du 3 verschiedene Dinge. Ich benutze dafür sehr gerne meine 3 Lego-Männchen. Du kannst aber auch 3 Kuscheltiere, 3 Steine, 3 Muscheln, 3 Playmobil-Männchen nehmen. Ganz egal, Hauptsache, es sind 3. Du suchst dir nun wieder einen Teil aus deinem Lied aus, den du üben möchtest, oder du lässt wie in Tipp 2 den Würfel entscheiden und dann geht es los. Du spielst diesen Teil und überlegst im Anschluss, ob er gut war. Waren alle Töne richtig? Hat der Rhythmus gestimmt? Hast du die technischen Anforderungen deines Instrumentes umgesetzt? Und wenn du alle diese Fragen mit Ja beantworten kannst, dann darf eines der Lego-Männchen nach vorne gehen. Nun spielst du den gleichen Teil noch einmal und überlegst danach wieder, war das gut? Wenn du diese Frage erneut mit Ja beantworten kannst, darf das zweite Lego-Männchen nach vorne gehen. Und nun spielst du den Teil ein drittes Mal. Wieder die gleiche Frage, war das gut, wie du gespielt hast? Wenn du diese Frage wieder mit Ja beantworten kannst, darf auch das dritte Lego-Männchen nach vorne gehen und du hast es geschafft. Natürlich kann es passieren, dass man, wenn schon ein Lego-Männchen vorne steht, einen Fehler macht. Dann müssen leider alle Lego-Männchen, die sich zu dem Zeitpunkt vorne befinden, wieder zurück. Wenn also schon 2 Lego-Männchen dastehen, musst du auch wieder bei 0 anfangen. Das fühlt sich dann besonders ärgerlich an, ist aber bei dieser Übung unbedingt notwendig. Pass also auf, dass du dich nicht selbst beschummelst. Diese Übung mit den Lego-Männchen ist deswegen so gut, weil man genau sehen kann, wie oft man eine Stelle hintereinander gut geschafft hat. Wenn eine Stelle einmal klappt, dann kann das noch Zufall sein. Wenn es gleich ein zweites Mal im Anschluss klappt, dann sitzt diese Stelle schon viel besser in den Fingern und im Gehirn. Und wenn es dann noch ein drittes Mal klappt, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass sie auch in Zukunft funktionieren wird. Nun hoffe ich, dass dir dieses Video gefallen hat und ein paar kleine Anregungen für dein eigenes Üben bieten konnte. Das Lied vom Anderssein in angemalter Form findest du auf meiner Patreon-Seite. Ebenso habe ich dort eine leere Tabelle für die Würfel hinzugefügt. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Üben und würde mich freuen, wenn du dieses Video mit Leuten teilst, die ebenfalls ein paar neue Ideen brauchen, wie sie ihr Üben etwas interessanter gestalten wollen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.